Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde. Ja, der Schock von letztem Mal ist einigermaßen verflogen. Ich hatte ja schon gesagt, ehrlich sein, ich will es gar nicht beschönigen. 2 Schrauben habe ich gefunden, die ich so ein bisschen angekratzt habe. Ja, muss ich jetzt mit leben. Hatte ich das letzte Mal schon erklärt. Wo geht es jetzt weiter? Die Rinde ist soweit, wie ihr seht, von diesem Bogenrücken ab. Das geht ja mit der Absprengmethode eigentlich auch relativ einfach und simpel bei Eibe. Das ist also gar kein Problem. Und die nächsten Schritte werden mit dem Schweifhobel vollzogen. Als allererstes mal immer wichtig, ein ganz kleines bisschen Kanten brechen. Der Bogenrücken ist noch vergleichsweise scharfkantig hier an der Seite und auch der Bogenbauch, der hat noch 2 wirklich fast zu rechtwinklige Kanten hier, die auch recht scharf sind. Die müssen alle erstmal ein bisschen abgestumpft werden und dann werde ich mich langsam aber sicher vortasten, sodass ich die beiden Wurfarme dann in die entsprechende Biegung reinbekomme. Das Ganze im Bodentiller überprüfen immer wieder und so auf diese Weise Schritt für Schritt in Richtung Bogen weiterarbeiten. Gut, fangen wir an. Das mit den Kanten abrunden, das geht auch immer vergleichsweise schnell. Ist nicht so der große Akt. Allerdings muss man das auch ständig wiederholen. Immer wenn man ein wenig nachgearbeitet hat, also Dicke reduziert hat, entsteht ja in der Regel eine neue scharfe Kante. Da muss man dann dranbleiben. Beim Bogenrücken ziehe ich die Kante direkt ein wenig weiter rum. Das heißt, hier wird ohnehin ja auch nicht mehr weitergearbeitet. Da arbeite ich dann hier auch die entsprechende Kante schon schön ordentlich aus. Das geht auch ein Stück in Richtung Bogenrücken hinein. Das ist aber gar nicht schlimm. Gespannt bin ich immer noch auf diese Stelle hier, ob die Stelle mit dem Stockfleck hier dann am Ende ihr Versprechen hält. Da kann man durchaus mal skeptisch sein. Sollte sie nicht halten, hat man am Ende mal wieder was dazugelernt. Warum auch nicht? Ja, da muss ich schauen, ob das hält. Vielleicht muss man es ein bisschen dicker lassen, ein bisschen steifer an der Stelle, dass das nicht so voll unter die Zugbelastung geht, aber mal sehen.
man auch immer machen kann, eben den Bogen so in den Schraubstock hier einspannen, wenn man wirklich einen Schraubstock hat oder eine Schraubzwinge, die fest montiert ist, und dann den Wurfarm an der Stelle hier hinten auslenken. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen, dass hier die Hauptbiegung stattfindet und hier in diesem Bereich noch gar nicht so viel Biegung. Der Bereich, das ist der, der zurzeit am meisten belastet wird, von hier bis hier. Deswegen zeichne ich mir an dieser Stelle an, hier muss noch weg, und kann dann dementsprechend auch nachsteuern. Gleiches Spiel nochmal. Ah, dann seht ihr schon, das bewegt sich auch manchmal ein bisschen. So, hier haben wir einen leichten Deflex. Der sieht steifer aus, als er sein sollte. Und immer noch muss an diesen Stellen hier Holz abgetragen werden. Was man auch noch merkt, der Wurfarm hier ist auch auf jeden Fall auch noch deutlich steifer. Wen es gewundert hat, warum ich eben aggressiv hier dran Holz weggenommen habe, das ist mir gerade auch klar geworden. Und dementsprechend muss natürlich der hier auch erstmal angepasst werden an den anderen Wurfarm. Ja, besser. Besser. Ja, so fix kann das gehen. Mit dem Bodentiller bin ich recht grob und auch recht schnell erst einmal durch. Nächster Schritt, den ich anstrebe, ich werde auf jeden Fall noch einmal die Wurfarmenden ein wenig schmaler gestalten. Die sind jetzt bestimmt noch 1,5 cm breit. Das geht auf jeden Fall noch schmaler. Bogen wird wieder eingespannt, Draufsicht von oben, und jetzt geht es weiter mit dem Ziehmesser und mit einem kleinen Handhobel, und dann werde ich an der Seite eben weiter Holz wegnehmen, bis ich hier an meinem intendierten Mittelpunkt, den habe ich ja noch eingezeichnet, angekommen bin. Es bietet sich immer an, wenn man gerade die Wurfarmenden gezielt bearbeitet hat, dass man da noch mal über den gesamten Wurfarm drüber schaut. Wenn man hier hinten gezielt gearbeitet hat, kann es nämlich ganz gut sein, dass man an gewissen Stellen im Wurfarm dann einen harten Übergang hat. Den bedenke ich auch noch mit 1-2 Hobelzügen. So. Und jetzt sind wir hier hinten, ja, ein bisschen dünner als mein kleiner Finger. Ich sage, dass mein kleiner Finger jetzt besonders dünn ist, aber
das sieht dennoch ganz gut aus. So, kann man mal messen. Das sind jetzt dort oben 1,1, das ist soweit okay. Das Ganze passiert wie immer und logischerweise auch auf der anderen Seite. An der Stelle, aufgrund dieser aufgrund dieser Äste im Wurfarm, habe ich das Problem, dass ich nicht über die gesamte Strecke, die ich normalerweise gewohnt bin zu verjüngen, seitlich Holz wegnehmen kann. Deswegen muss ich die Verjüngung stark auf den Teil hinter diesem einen Ast hier begrenzen. Jetzt kann man mal gucken, wie weit ich noch muss, wie weit ich noch darf. Naja, hier bin ich bei 1,3. Das wird sich hoffentlich noch ein wenig geben. Wenn am Ende jetzt nicht beide Enden exakt gleich sind, dann muss ich auch damit leben. Holz hat ja, wie gesagt, seine Stärken und Schwächen. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man damit leben. So, ja, ganz am Ende bin ich jetzt auch auf 1 cm. Der hat natürlich jetzt im Vergleich zu dem da oben einfach ein anderes Massenverhältnis. Der Wurfarm da oben ist insgesamt hier in diesem Bereich schmaler als dieser. Und an der Stelle musste ich ihn eben breiter lassen aufgrund von Ästen. Auch das alles erfahrt ihr logischerweise im Bogenbau-Tutorial. Nochmal der Link hier oben rein, beziehungsweise links und rechts von mir. Denn an dieser Stelle bin ich erstmal auch soweit fertig für heute. Ich wünsche euch frohes Nachbauen und wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Macht's gut!